Es ist eine Zäsur, das muss man sagen, nicht wegen unseres Abschneidens, sondern insgesamt. Wir haben eine rechtsradikale Partei, die stärkste Kraft ist. Wir haben mit dem BSW Putin-Freunde. Katrin Göring-Eckardt kann es einfach nicht lassen. Trotz einer krachenden Niederlage der Grünen in Thüringen betreibt sie weiter Stimmungsmache gegen politische Gegner. Während die Grünen massiv an Rückhalt verlieren, setzt sie auf Hetze gegen rechts, anstatt die eigenen Fehler einzugestehen. Frau Göring-Eckardt, harter Wahlabend für die Grünen. Müssen Sie sich eingestehen, dass Sie mit Ihren Themen an den Thüringern vorbei Wahlkampf gemacht haben? Das ist hier kein leichtes Pflaster für uns. Wir waren 4-mal im Landtag, jetzt fallen wir wahrscheinlich das 4. Mal raus. Das ist so in einem Land, was geprägt ist, vor allen Dingen ländlich und wo die grünen Themen ja leider nicht so eine große Rolle spielen, nicht so gut verfangen. Es ist eine Zäsur, das muss man sagen, nicht wegen unseres Abschneidens, sondern insgesamt. Wir haben eine rechtsradikale Partei, die stärkste Kraft ist. Wir haben mit dem BSW Putin-Freunde, die in der Populismusbewirtschaftung sehr, sehr gut sind, das Land weiter gespalten haben. Und das wird eine große Aufgabe sein, es wieder zusammenzubringen. Inwieweit ist die Stärke der AfD und auch das so gute Abschneiden von BSW auch in der Verantwortung von den Grünen und der Ampel? Naja, die Bundesregierung hat jetzt nicht direkt Rückenwind gegeben für das, was wir hier im Wahlkampf erlebt haben. Das muss man sagen. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine andere Politik. Das liegt am wenigsten an Bündnis 90 Die Grünen. Aber weniger Streit, nachdem man sich geeinigt hat. Weniger parteipolitisches Klein-Klein, nachdem man sich geeinigt hat. Tatsächlich mehr Miteinander. Das wäre die Aufgabe jetzt. Und das müssen wir in Angriff nehmen, sonst wird es nicht funktionieren. Mit wir meine ich die Bundesregierung. Ich meine den Finanzminister, ich meine den Bundeskanzler. Wir werden da unseres dazu beitragen, auf alle Fälle. Ich verstehe Ihren Satz. Ich muss einmal an der Stelle sagen, diesen Satz habe ich nach den vergangenen Wahlen von verschiedenen Politikern der Ampel gehört. Geändert hat das nichts und der Wahlkampf geht ja in den anderen Ländern weiter. Dann geht's schon direkt in die Bundestagswahlkampf. Glauben Sie wirklich, dass die Ampel sich noch zusammenruckeln kann? Ich glaube, dass es notwendig ist. Ob ich glaube, dass es zu schaffen ist, ich glaube, dass es dringend notwendig ist. Das erwarten die Menschen im Land von uns. Und die Menschen im Land erwarten vor allen Dingen, dass sie Sicherheit haben. Und Sicherheit bedeutet, vernünftig umzugehen mit den Folgen der Klimakrise. Sicherheit bedeutet natürlich innere Sicherheit, dafür zu sorgen, dass wir genügend Polizei haben. Sicherheit bedeutet aber auch für Menschen, die anders aussehen, die anders lieben, die anders leben, denen zu garantieren, dass die Freiheit und dass die Vielfalt in unserem Land bleibt. Und wenn man das an die oberste Stelle stellt, das Miteinander, diese Frage, wollen wir in diesem Land leben, das die Freiheit verteidigt, dann kann es funktionieren und für meine Begriffe muss es auch funktionieren. Bleiben wir einmal in Thüringen. Sie kommen selber aus Thüringen. Sind die Grünen raus sozusagen aus der unmittelbaren Verantwortung, aber es wird Ihnen ganz sicherlich nicht egal sein. Was muss in Thüringen jetzt passieren? Ja, das ist mir nicht egal und es ist ganz klar, dass die gesamte Bundespartei sagen muss, wir bleiben hier sichtbar, wir bleiben hier in den Strukturen relevant und anders geht es auch nicht. Die Klimakrise hört ja nicht auf, weil die Grünen jetzt hier nicht im Landtag sind. Und hier haben viele Leute gekämpft, also auch mit viel Gegenwind gekämpft und deswegen ist es wichtig, die zu stabilisieren. Es haben auch viele Leute geholfen, übrigens aus allen Landesverbänden. Das gab es noch nie. Es war quasi ein bundesweiter Wahlkampf, weil alle hier gewesen sind. Deswegen gibt es, glaube ich, auch dafür eine große Bereitschaft. Wir haben vor 5 Jahren hier zusammengestanden. Da hatte die AfD ein Ergebnis, ich glaube 21%. Jetzt sind wir bei über 30%. Sie haben damals gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Sorgen der Menschen hier, die Probleme gelöst werden. Warum ist das nicht gelungen, auch von den Grünen, in irgendeiner Weise dafür zu sorgen, dass die AfD hier nicht stärker wird? Also von uns aus kann man sagen, wir haben schon sehr viel dafür getan, dass die Probleme gelöst werden. Wir haben aber natürlich zusätzliche Krisen erfahren mit dem Angriff Putins auf die Ukraine. Wir haben zusätzliche Krisen erfahren mit Inflation etc. pp. Die haben wir eigentlich ganz gut bewältigt. Trotzdem sind die Erwartungen ja häufig andere. Und die Erwartungen, die Herr Höcke geschürt hat und die Frau Wagenknecht schüren, das ist natürlich etwas, was so nach dem Motto geht, es gibt auf diese ganz schwierigen Fragen ganz einfache Antworten. Und wir stehen dafür, dass es differenziert zugeht. Wir stehen dafür, dass wir ehrliche Antworten geben. Und wir stehen am Ende dafür, dass das Leben der Menschen tatsächlich besser wird. Und ich glaube, über diese Hürde müssen wir kommen. Da geht es nicht nur darum, irgendwas besser zu erklären. Da geht es darum, mit den Leuten zu reden und auch zuzuhören, auch auf die Gefahr hin, dass der andere gerade recht hat. Frau Göring-Eckardt, danke für das Interview. Also wenn man sich das Interview mit Katrin Göring-Eckardt mal genauer anschaut, wird einem eins schnell klar. Selbst nach diesem klaren Wahlniederlage in Thüringen sieht sie keinen Grund, bei sich und ihrer Partei die Verantwortung zu suchen
Stattdessen wird direkt wieder gegen andere ausgeteilt, als wäre das das einzigste Mittel, das die Grünen noch haben. Gleich zu Beginn kommt sie mit dem typischen grünen Ton um die Ecke. Es ist halt nicht leicht für uns hier. Klar, Thüringen ist ländlich, da sind die grünen Themen eben nicht so beliebt. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Grünen den Menschen dort ständig vorschreiben wollen, was sie zu leben haben. Das passt halt nicht jedem und das sollte man auch mal akzeptieren können. Aber nein, statt sich selbstkritisch zu hinterfragen, ist sofort die AfD der Bösewicht. Es ist ja schon fast Standard geworden, dass alles, was nicht auf der grünen Linie liegt, gleich in die rechte Ecke geschoben wird. Denn auch noch die ständige Leier von „Wir brauchen eine andere Politik“. Ja, das sagen sie seit Jahren, aber geändert hat sich nichts. Die Leute erwarten von der Regierung, dass die Lösung bringt, keine endlosen Diskussionen und Vorwürfe. Stattdessen wird ständig gestritten, vor allem innerhalb der Ampelkoalition, und dann wundert man sich, dass die Leute die Nase voll haben. Was ich besonders daneben finde, ist ihre Art, gleich wieder in Richtung AfD zu schießen, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, warum die Leute in Thüringen so wählen, wie sie es tun. Man könnte ja mal überlegen, ob die AfD vielleicht auch deshalb so stark wird, weil die etablierten Parteien die Sorgen und Probleme der Menschen ignorieren. Aber das wird natürlich nicht angesprochen. Stattdessen bleibt man auf der moralisch überlegenen Position und stellt sich als die einzige Partei dar, die die Wahrheit kennt und das Land retten kann. Das kommt bei vielen Leuten einfach nicht mehr an. Göring-Eckardt spricht auch davon, dass man mehr miteinander reden müsse und die Menschen Sicherheit wollen. Aber was machen die Grünen? Sie reden über Klimaschutz, während die Menschen sich Sorgen um Inflation, Energiepreise und ihre Zukunft machen, und dann wundern sie sich, warum sie bei den Wahlen abgestraft werden. In Thüringen jetzt aus dem Landtag rauszufliegen, ist eine heftige Klatsche für die Grünen. Und man könnte meinen, das wäre ein guter Moment, mal in sich zu gehen und zu überlegen, ob man vielleicht an der eigenen Politik etwas ändern muss. Aber nein, Göring-Eckardt bleibt stur bei ihrem Kurs. Das zeigt doch ganz klar, dass sie es einfach nicht versteht oder nicht verstehen will. Meiner Meinung nach hat diese Frau in der Politik nichts verloren. Statt sich mit dem realen Problem der Menschen auseinanderzusetzen, betreibt sie lieber Hetze gegen politische Gegner. Das ist nicht nur unsouverän, sondern gefährlich für die politische Kultur in diesem Land. Die Grünen sollten sich gut überlegen, ob sie mit so einer Haltung weiterhin Politik machen wollen, denn das wird ihnen auf Dauer nicht gut tun. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr von mir sehen möchtest, dann lass doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich meine eigene Stimme für so ein Video benutze. Also hab bitte ein bisschen Verständnis, wenn es doch nicht ganz perfekt ist. Ich arbeite dran, es jedes Mal besser zu machen. Danke, dass du bis dahin zugeschaut hast und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.